Now this is part 2. This ist Teil 2. What and where is the remnant of the end time? Was und wo sind die Übrigen der Endzeit? Revelation 12 talks about God's true church in hiding. Offenbarung 12 redet über die wahre Gemeinde, die sich verborgen hatte. For 1260 years. 1260 Jahre. And it's only after 1798 that God's true church surfaced. Und nur nach 1798 kam Gottes wahre Gemeinde an der Oberfläche. Now in the first part, I talked about the various denominations. In der ersten Teil haben wir gesprochen über die verschiedenen Glaubensrichtungen. There are over 38,000 denominations and groups and sects. Es gibt mehr als 38.000 Gruppen, Sekten, Glaubensrichtungen innerhalb Christentum. Each church claiming to be the true church. Und jeder sagt, dass er die wahre Gemeinde ist. And therefore, how may we identify the final remnant? Wie können wir also die wirklichen Übrigen identifizieren? Now there are 7 marks of the final remnant. Es gibt 7 Kennzeichen von der schlussendlichen Übrigen, Based on Revelation 12. basiert auf Offenbarung 12. The first one, Der erste Kennzeichen ist, God's true church appears after 1798. dass Gottes wahre Gemeinde nach 1798 aufkam. Now if you look at this timeline, Wenn ihr guckt nach der Zeitlinie, there's the first advent da war die erste Kommen Christi and the true apostolic church. und dann gab es die wahre apostolische Gemeinde. But in the year 538, Aber im Jahr 538 the true church went into the wilderness ging die wahre Gemeinde in die Wüste, because of a papal persecution. weil es päpstliche Verfolgung gab für 1260 Jahre. But then it ended in 1798. Aber es endete in 1798. And then God's true church surfaced. Und dann kam Gottes wahre Gemeinde wieder an der Oberfläche. So here it tells us that God's true church appeared in public after 1798. Also die Gemeinde war wieder an der Oberfläche nach 1798. And then in 1517, Und in 1517, during the Protestant Reformation, während die protestantische Reformation, there were various leading churches, gab es verschiedene leitende Gemeinden. like the Lutheran, Man hat die Lutheraner, Calvinistic, die Calvinisten, Anglican, Baptist, Anglikans, Baptisten, Wesleyan, die Nachfolger von Wesley and then the true church surfaced. und die wahre Gemeinde, die nach der Oberfläche Now what's kam. very interesting, after 1798, Nach 1798, was sehr interessant ist, there were over 200 churches and denominations proclaiming to be the true church. gab es mehr als 200 Glaubensrichtungen, die sagten, wir sind die wahre Gemeinde. Now this is just to mention a few, Um einfach ein paar zu like the nennen. Church of Christ, Man hatte die Gemeinde Christi, the Salvation Army, man hatte die Heilsarmee, the Jehovah Witness, die Jehova-Zeugen and so on forth. und so weiter. Now Satan had a studied plan. Satan hatte einen Plan. He knew the prophecies of the Bible, Er kannte die Prophezeiungen der Bibel. and so to bring about confusion, Und um Verwirrung zu bringen, all these small groups or denominations sprouted out after 1798. kamen all diese verschiedenen Glaubensgruppen auf nach 1798. Each group claiming to be the true church. Und jede Gruppe sagte, dass er die wahre Gemeinde sei. Yet each and every one was different. Und dennoch war jeder anders. Now we come to the second point. Da haben wir das zweite Punkt. A minority group of believers. Es war eine Minderheitgruppe von Gläubigen. Now I talked about this in the morning. Wir haben schon darüber gesprochen So I will not go in heute detail. Morgen und so werden wir nicht in Detail gehen. The third point. Der dritte Punkt, It will be apostolic. es würde apostolisch sein.
It will be exactly same in doctrine and in belief, Es würde dasselbe sein in Lehre und Glaube, like the apostolic church so wie die apostolische Gemeinde during Christ's time. in der Zeit Christi. Now, just to give you an illustration, Eine Illustration zu geben, that's an Indian train. das ist ein indischer Zug, It's not a yellow train like in Holland. keine gelbe Zug wie hier in den Niederlanden, It's a blue train. eine blaue. Now, whenever a train goes into a tunnel, Wenn ein Zug in einen Tunnel geht, it goes under the mountain. dann geht es unter den Berg. So here the train gets into the tunnel Also hier geht der Zug in den Tunnel and then it disappears und dann verschwindet es under the mountain. unter den Berg. So we can say during that 1260 years, Also wir können sagen, während dieser 1260 Jahre God's church went into hiding. ging Gottes Gemeinde, also hat sich versteckt. And after 1798, Und nach 1798 it comes out from the tunnel. kam es wieder aus dem Tunnel raus. Is it the same train? Ist es noch der gleiche Zug? Yes, it's the same train. Ja, es ist der gleiche Zug. So therefore, the true church of God should be apostolic Und so muss diese Gemeinde muss apostolisch in sein. belief and in In practice. Glaube und Lehre. Now, most of the religious groups Also- that have risen since 1798 have claimed to be apostolic. Und die meisten religiösen Gruppen, die aufgekommen sind seit 1798, sagen, dass sie apostolisch sind. But we need to examine the New Testament to determine the teachings and character of the apostolic church. Aber wir müssen das Neue Testament untersuchen, um zu gucken, was die apostolische Gemeinde ist, was das Charakter ist. The remnant church will believe and teach the same doctrines. Die Gemeinde der Übrigen wird die gleiche Lehren bringen. It will practice the same ceremonies as given in the New Testament. Und dieselbe Zeremonien gebrauchen, so wie im Neuen Testament beschrieben wird. Its form of church government will also be the same, so that of the apostles. Und auch die Form der Gemeinde, wie sie die Gemeinde führen, wird gleich sein als in der Zeit der Apostel. It involves all other commands given by Christ in the New Testament. Und es ist auch inklusiv alle anderen Gebote, die Christus im Neuen Testament gegeben hat. Now, those of you who are taking notes, Und diejenigen, die schreiben, you can come to me later and I'll give you the notes und später könnt ihr dann so ein paar Sachen von mir übernehmen, because we're running short of time. denn wir müssen ein bisschen eilen. So here, this includes baptism by immersion, Also das war Taufe durch Untertauchung, the Lord's Supper, also das Heiligabendmahl the laws of diet and health. und auch die Gesetze der Gesundheit. Then we come to the fourth. Dann kommen wir zum vierten Punkt. The remnant is unpopular. Die übrigen sind nicht populär. It's not a popular church. Es ist keine populäre Gemeinde. Now, when you go to Revelation 12:17, it says, Wenn ihr nach Offenbarung 12, Vers 17 geht, sagt es, the dragon was wroth with the woman and went to make war with the remnant. dass die Drache böse war mit der Frau und er hat Krieg gemacht mit ihr und also ihr Samen, also die übrigen von ihr Samen. It will be misrepresented, Und es wird falsch vorgestellt and they would be called as cults. und sie würden Sekte genannt werden. It will receive opposition. Sie würden Gegenstand haben It will not receive the favors of the public. und die meisten würden nicht dahinter stehen. It will arouse opposition and hostility. Ja, so Gegenstand und sogar Feindschaft würde es erwecken. So there'll be a constant attack on God's true church. Also es gibt eine dauernde Attackierung von Satan. And in our ministry work, I have experienced this. Und ich habe das auch in unserem Missionswerk erfahren. There are always
people who will try to attack God's church Es wird immer Leute geben, die Gottes Gemeinde angreifen or wollen. try to bring about disturbance when we have meetings like this. Oder versuchen, Störungen hineinzubringen, wenn wir Versammlungen haben wie diese. And they try to poison the people who come to attend the meetings. Oder sie versuchen, die Menschen, ja, ihr Verstand umzudrehen gegen But uns. when you look in Matthew chapter 5 verse 11, Aber in Matthäus 5, Vers 11 heißt es, it says, they shall lay their hands on you and persecute you, also sie werden die Hände an euch legen und euch verfolgen. delivering you up to the synagogues Und ja, and into prisons, being brought before kings and rulers, for whose sake? For my name's sake. und dich übergeben in die Synagogen und in Gefangenschaft. Und ihr werdet auch für Könige und Herrscher um meines Namens willen gebracht werden. The fifth, Der 5. Punkt. remnant keep the commandments. Die übrigen halten die Gebote. What commandments? Welche Gebote? The 10 commandments that God publicly spoke on Mount Sinai. Die 10 Gebote, die Gott sprach am Berge Sinai. Now this fifth point cancels out many churches who claim to be the true church. Und dieser Punkt, das siftet eigentlich schon ganz viel Gemeinden heraus. They're not keeping all the 10 commandments. Weil es sind viele, die nicht alle 10 Geboten halten. And in Matthew chapter 5 verse 19 it's very clear. Und in Matthäus 5, Vers 19 ist ganz deutlich, Whosoever therefore shall break one of these least commandments ja, wer nur eine von die Gebote bricht and shall teach men so, und die Menschen so lehrt, he shall be called the least in the kingdom of heaven. wird sehr klein heißen im Königreich Gottes. But whosoever shall do and teach them, Aber wer sie tut und lehrt, the same shall be called great in the kingdom of heaven. der wird groß heißen im Königreich Gottes. And in James chapter 2 verse 10, Und in Jakobus 2, Vers 10 heißt es, for whosoever shall keep the whole law denn wer das ganze Gesetz hält, and yet offend in one point, he is guilty of all. aber eins übertritt, der übertritt alle. So today we see various denominations Und so sehen wir verschiedene Glaubensrichtungen, that are deliberately breaking the commandments of God. also die wirklich die Gebote brechen. Like the second commandment, So wie das zweite Gebot, where it says, thou shalt not make unto thee any graven image. wo es sagt, dass wir keine Bilder machen sollen. But today there are images entering into the churches. Aber jetzt sehen wir ganz viele Götzenbilder in die Gemeinden. And here in this documentation it tells us, Und in dieser Dokumentation sagt es, for it was a definite Christian policy to take over the pagan festivals es war eine christliche Politik, um die heidnische Feste zu übernehmen, endeared to the people by tradition, ja, die Leute geliebt haben durch die Tradition and to give them a Christian significance. und um sie eine christliche Bedeutung zu geben. And therefore today you see the Virgin Mary, Und deshalb sehen wir die Magd Maria and then even the statue of Jesus Christ, und dann auch ja, ein Bild von Jesus Christus. and then they practice the pagan festivals. Und dann gibt es die heidnische Feste And then the next one is the fourth commandment. und auch das vierte Gebot wurde herausgenommen. Almost all churches who are claiming to be the true church Fast alle Gemeinden, die sagen, dass sie die wahre Gemeinde sind, do not keep the fourth commandment. halten nicht das vierte Gebot. And therefore, this is the only commandment that begins with the word remember. Und deshalb ist es das einzige Gebot, wo es sagt, gedenke. Because God knew that man will forget Weil this Gott day. wusste, dass Menschen diesen Tag vergessen würden. And here it says, for in 6 days the Lord made heaven and earth, the sea and all that in them is, and rested on the seventh day. Denn in 6 Tagen hat der Herr Himmel und Erde, das Meer und alles, was da drinnen ist, geschaffen und er ruhte auf den 7. Tag. Now, if you look at our human heart, Wenn ihr guckt nach das menschliche Herz, did you know that our heart beat slower on the seventh day? wusstet ihr, dass unser Herz langsamer schlägt am 7. Tag?
Because who's our designer? Weil wer ist unser Schöpfer? God. He designed us. He created Gott. us. Er hat uns gemacht. He has the manual for us. Und er hat auch die Gebrauchsanweisung. And therefore on the seventh day we should rest. Und deshalb sollten wir am 7. Tage ruhen. So today, Christians, most of them are worshiping on the Sunday. Und die meisten Christen heutzutage beten an am Sonntag, Which is not the true day of the Lord. was nicht die wahre Tag des Herrn ist. I just want to share with you Ich möchte nur mit euch teilen some of the Catholic documentations. ein paar katholische Dokumentationen. Here it says, had she not such power, Also wenn die katholische Kirche nicht diese Macht hätte, she could not have done that in which all modern religionists agree with her. dann hätte sie nicht das tun können, in dem alle moderne Religionen übereinstimmen mit ihr. She could not have substituted the observance of Sunday, Sie hätte nicht den Sonntag einsetzen können, the first day of the week, der erste Tag der Woche, for the observance of Saturday, the seventh day, und das Umtauschen für die Anbetung am Samstag, a change for which there is no scriptural authority. der 7. Tag, eine Veränderung, für den es keine biblische Unterlage gibt. So the Catholics are very clear on it. Also sie sind ganz deutlich. Then we read on. Und wir lesen weiter. We observe Sunday instead of Saturday because the Catholic Church, Wir halten den Sonntag statt den Samstag, in the Council of Laodicea, weil der katholische Kirche in den Rat von Laodicea transferred the solemnity from Saturday to Sunday. ja die Heiligkeit von Samstag nach Sonntag verlegt hat. Thus, the observance of Sunday by the Protestants Und so ist das Halten der Sonntag durch die Protestanten is an homage they pay, ist eine Ehre, die sie geben. in spite of themselves, to the authority of the Church, the Roman Catholic Church. Also sie geben Ehre damit an die Autorität der römischen Macht. Very plain and clear, Ganz deutlich. all from the Catholic documentation. Das ist aus die katholische Dokumentation. Therefore, many churches that are claiming to be the true church, Deshalb viele Gemeinden, die sagen, dass sie die wahre Gemeinde sind, we find that they are not worshiping on this day, sehen wir, dass sie nicht on the 7 days. anbeten am 7. Tage. Now, very soon, the Sunday law will be coming. Ganz bald wird das Sonntagsgesetz kommen. Now, if you look at this bill that was passed, it's called HR 4079. Da war ein Gesetz, das heißt HR 4079. It's already there. Das ist schon da. And if there's an emergency declared in America, Und ja, wenn es einen Notfall gibt in Amerika, then we find that the US Constitution could be changed. dann kann das Grundgesetz, die Verfassung von der USA verändert werden And the Sunday law will be enforced. und kann das Sonntagsgesetz herauskommen. So everything is ready. Alles ist bereit. They're just waiting for the right time to declare. Sie warten nur auf den richtigen Zeitpunkt, wo sie das bringen können. Then we go further, talking about the health laws. Und wenn wir dann reden über die Gesundheitsgesetze, Here it says, if you diligently heed the voice of the Lord your God and do what is right in his sight, give ear to his commandments. Exodus. And keep all his statutes, I will put none of the disease on you, which I have brought on the Egyptians, for I am the Lord who heals you. wenn du der Stimme des Herrn, deines Gottes, eifrig gehorchen wirst und tust, was vor ihm recht ist, und seine Gebote zu Ohren fasst und alle seine Satzungen hältst, so will ich keine der Krankheiten auf dich legen, die ich auf Ägypten gelegt habe, denn ich bin der Herr, dein Arzt. Steht in 2. Mose 15. So today many Christians are not really keeping the health laws. Und viele halten nicht die Gesundheitsgesetze. Then we come to the sixth.
Dann kommen wir zum 6. Punkt. The remnant possesses the prophetic gift. Die übrigen haben die prophetische Gabe. Now again we go back to Revelation 12:17. In Offenbarung 12, Vers 17. Where it says the dragon was wroth with the woman and went to make war with the remnant of her seed. Dass der Drache mit der Frau kämpfen wollte und Krieg gemacht hat mit den übrigen von ihren Samen. Which keep the commandments of God and have the testimony of Jesus Christ. Die Gebote Gottes halten und das Zeugnis Jesu Christi haben. The testimony, what is the testimony of Jesus Christ? Was ist das Zeugnis Jesu Christi? The testimony of Jesus is the spirit of prophecy. Das ist die Geist der Weissagung. So, what is the testimony of Jesus? Was ist dann das Zeugnis Jesu? Now we have to understand what testimony is all about. Was ist Zeugnis eigentlich? It means something which a person can say he or she has witnessed something the person has seen or heard for himself. Das ist etwas, was jemand sagen kann, dass er gesehen hat oder selber gehört hat. Thus the testimony of Jesus means Also das Zeugnis Jesu heißt, somebody who has himself witnessed, jemand, der selber gesehen oder gehört hat, seen, heard the visions or messages of Jesus Christ. oder Visionen oder Botschaften von Jesus Christus hat. Now I'll come more to that. Ein Prophet. Who is described as having the testimony of Jesus? Wer wird beschrieben als diejenigen, die das Zeugnis Jesu haben? Here it says, John's brethren are identified as having it. Also Johannes' Brüder hatten es. So who were John's brethren? Und wer waren das dann? Go to Revelation chapter 22, 8 and 9. In Offenbarung 22, Vers 8 und 9. Then saith he unto me, See thou do it not, for I am thy fellow servant, and of thy brethren the prophets, and of them which keep the sayings of this book, worship God. Und ich, Johannes, bin es, der diese Dinge gesehen und gehört hat. Und als ich es gehört und gesehen hatte, fiel ich nieder, um anzubeten vor den Füßen des Engels, der mir diese Dinge zeigte. Und er sprach zu mir, zieh dich vor, tue es nicht, denn ich bin dein Mitknecht und der deiner Brüder, der Propheten. Und derer, welche die Worte dieses Buches bewahren, bete Gott an. Now a parallel verse helps to make this point clearer. Also wir haben noch einen Parallelvers, die diesen Punkt deutlicher When you macht. look at Revelation 19:10 and Revelation 22:9, Wenn man Offenbarung 19, Vers 10 mit Offenbarung 22, Vers it 9 says, vergleicht, See thou do it not. da sagt es das Gleiche. And Tue in das Revelation nicht. 22:9 it says, See thou do it not. I am thy fellow servant. Es sagt, ich bin deine Mitknecht. And it says, I am thy fellow servant. And of thy brethren, and of thy brethren, Und von deinen Brüdern, which have the testimony of the prophets. die das Zeugnis der Testimony of Propheten Jesus, haben. which is the Das, prophet, sorry. also das Zeugnis von Jesus, die Worship Propheten. God, worship God. Und in beide Verse heißt es, anbete Gott. Now the testimony of Jesus is called a gift instead of the spirit of prophecy. Das Zeugnis Jesu wird als eine Gabe bezeichnet, statt nur als Geist der Weissagung. Here it says in Ephesians chapter 4 verse 8 to 11, In Epheser 4, Vers 8 bis 11, Wherefore he saith, when he ascended up on high, he led captivity captive, and gave gifts unto men. And he gave some apostles, and some prophets, and some evangelists, and some pastors and teachers. darum heißt es, er ist emporgestiegen zur Höhe, hat Gefangene weggeführt und den Menschen Gaben gegeben. Das Wort aber, er ist hinaufgestiegen, was bedeutet es anderes, als dass er auch zuvor hinabgestiegen ist zu den Niederungen der Erde. Eben gucken,
Vers 11, und er hat etliche als Apostel gegeben, etliche als Propheten, etliche als Evangelisten, etliche als Hirten und Lehrer. So the apostles, prophets had this gift. Also die Apostel und die Propheten hatten diese Gabe. And therefore when you go to Acts chapter 13, 1 and 21 and 8 and 9, Und in Apostelgeschichte 13, Vers 1 und auch 21, Vers Says, 8 und 9 heißt es. now there were in the church that was at Antioch certain prophets and teachers as Barnabas and Simon. Dass es in der Kirche von Antiochien bestimmte Propheten und Lehrer gab, Barnabas und Simeon. And the next day we that were of Paul's company departed and came unto Caesarea, and we entered into the house of Philip, the evangelist, which was one of the 7, and abode with him. And the same man had 4 daughters, virgins, which did prophesy. Ja, und dann sagt es, und der nächste Tag, also diejenigen, die bei Paulus waren, die kamen in Caesarea und sie gingen in ein Haus von Philipp, der Evangelisten, und er war ein von den 7. Und sie blieben bei ihm, und der Mann hatte 4 Töchter, und das waren, die haben alle auch prophezeit. So prophets in the apostolic church, Also Propheten in der apostolischen Gemeinde, just to mention a few, ein paar zu nennen, was like Agabus, zum Beispiel Agabus, Judas and Silas, Judas und Silas and Anna. und Anna. Now, for what reason did Jesus endow certain ones in the church with these appropriate spiritual gifts? Also warum gab Jesus bestimmte Menschen in die Gemeinde diese geistlichen Gaben? The answer? For the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ. Es sagt, zur Zurüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes und für die Erbauung des Leibes des Christus. Till we all come in the unity of the faith. Bis wir alle zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen. And of the knowledge of the Son of God unto a perfect man, unto the measure of the stature of the fullness of Christ. Zur vollkommenen Mannesreife, zum Maß der vollen Größe des Christus. So that's the reason why these gifts were given. Darum waren diese Gaben gegeben. Where are these gifts today? Wo sind diese Gaben denn heute? Now remember, we're trying to identify the final remnant church. Wir versuchen, die letzte Gemeinde zu identifizieren. If they were intended by our Lord to do their sanctifying work right down to the end of time, Also wenn unser Herr es wollte, dass sie das Werk der Heiligung, also bis zum Ende der Zeit machen sollten, then they should all be seen operating in the churches around us. dann sollte das doch auch zu sehen sein in die Gemeinden um uns herum. Now, do we find teachers in most churches today? Finden wir Lehrer in die meiste Gemeinde? Yes, we do Yeah. find. Can we find pastors and evangelists in other churches? Gibt es dann Prediger und Evangelisten in anderen Gemeinden? Yes. Ja, das gibt's. What about apostles or missionaries? Gibt es dann Apostel oder Missionare? Yes. Ja, gibt es. But what about prophets? Aber wie ist es mit Propheten? Now we'll answer that. Now there are many churches today claiming to have prophets, Viele sagen, dass sie Propheten haben, and they say therefore we are the true church. und sie sagen deshalb, dass sie die wahre Gemeinde sind. Like the Mormon church. So wie die Mormonen. They say we have the prophet Joseph Smith. Wir haben den Propheten Joseph Smith, sagen sie. Then we have in the Unification Church, In der Einheitsgemeinde Sun Myung Moon says he's a prophet. sagt Sun Myung Moon, dass er ein Prophet ist. So therefore this church is the true church. Deshalb sagen sie, dass sie die wahre Gemeinde sind. Then we have the Jehovah Witness, Dann haben wir die Jehova-Zeugen. Charles Taze Russell. Die haben Charles Taze Russell.
And then talking about the other religions like Islam, Und zum Beispiel der Islam the Quran talks about the 25 prophets. spricht der Koran über 25 Propheten. And the last messenger is Muhammad. Und die letzte ist Mohammed. And then we have the Baha'i faith. Dann haben wir das Bahai-Glaube. Mirza Hussain Ali claims to be a prophet. Sagt Mirza Hussain Ali, dass er ein Prophet And ist. therefore they say our religion is the true religion. Und deshalb sagen sie, unser ist die wahre Then Religion. we have Nostradamus, Dann haben wir Nostradamus, who predicted the French Revolution and the assassination of Abraham Lincoln. der die französische Revolution vorhersagte und auch die Ermordung von Abraham Lincoln. Then we have Helena Blavatsky, Dann haben wir Blavatsky, the founder of the Theosophical Society. Gesellschaft errichtete. And then we have Jean Dixon. Und Jean Dixon, Some of you must be aware of who she is. vielleicht, dass einige sie kennen. She's a psychic and an astrologer. Sie ist ein Astrologe und also Spiritist eigentlich, Medium. Now, she's in contact with Nixon, President Nixon, Sie ist mit Präsident Nixon in Verbindung, and also with Nancy Reagan, mit Nancy Reagan and so many important people in the political circle. und viele wichtige Menschen in der politischen Kreis. And then here in this newspaper it says, Und hier sagt es, Jean Dixon sees peace in the year 2000, defines mystic talent as God-given. Jean Dixon sieht also Frieden im 2000 und dieses mystische Talent sieht sie als von Gott geschenkt. And then in her book, it says here, a gift of prophecy. Und sie hat auch ein Buch geschrieben und nennt das die Gabe der Prophetie. You see how Satan is counteracting. Also du siehst, wie Satan das alles nachahmt. And here in this book it says, the future has been shown to me to the year 2037. Und sie sagt, dass ihr die Zukunft gezeigt wurde bis das Jahr 2037. Now, Jesus tells us that there will be false prophets in the end of time. Jesus sagt, dass es falsche Propheten geben wird in der Endzeit. And we have to be very careful. Und wir müssen sehr alert sein. Just because a church says it has a prophet doesn't mean it's a true church. Weil nur, dass eine Gemeinde sagt, dass sie einen Prophet haben, das heißt noch nicht, dass es die wahre Gemeinde ist. We have to test the prophets. Denn man muss die Propheten prüfen. Now there are 9 tests to Es- identify a true prophet. Es gibt 9 Kennzeichen, womit man einen wahren Prophet erkennen kann. The first test is the physical test. Man hat einen körperlichen Test, Whether that prophet is under supernatural power, in dem man sehen kann, dass dieser Prophet unter übernatürliche Kraft steht. and the next is the moral test. Und dann hat man auch den moralischen Test. From which power is this prophet receiving? From God or from Satan? Von welcher Macht empfängt dieser Prophet seine Kraft? So Von we- Gott oder Satan? So we have to carry out this test. So müssen wir alle Dinge prüfen. And therefore, today when you see various preachers Und wenn man verschiedene Prediger sieht, performing miracles, die Wunder tun, healing people, die Menschen heilen, we have to ask, dann müssen wir uns fragen, from which power do they receive? von welcher Macht empfangen sie die Kraft? Now, just because if one knows the prophecy and preaches the prophecy, Wenn jemand die Prophezeiungen kennt oder auch verkündigt, doesn't mean that he or she has the gift of prophecy. heißt noch nicht, dass diese Person auch die Gabe der Prophetie hat. But it is clear that the only ones who had the gift of prophecy were the prophets themselves. Aber was deutlich ist, ist, dass diejenigen, die wirklich die Gabe der Prophetie hatten, das waren die Propheten selber. And all the gifts were operating equally in the apostolic age and immediately after. Und diese Gaben, die wurden in die apostolische Zeit gleichmäßig gebraucht und auch direkt danach. But why did the gift of prophecy seem to have disappeared out of sight after 200 or 300 years into the Christian era?
Wie kann es dann sein, dass die Gabe der Prophetie ungefähr verschwunden ist, also nach 200 und 300 Jahre in die christliche Zeitalter? Why don't we find prophets in all the churches of today, along with pastors, teachers, etc.? Ja, warum finden wir dann keine Propheten in die Gemeinden heutzutage mit Prediger und Lehrer und so weiter? To answer this question, we must first get the answer of another question. Also, um dieses zu beantworten, müssen wir erst ein anderes Antwort wissen. Now, how does God lead and instruct his people? Wie führt Gott sein Volk? Through the laws and the prophets. Das ist durch das Gesetz und die Propheten. So the law and the prophets go together. Also das Gesetz und die Propheten gehen zusammen. Now, if you look in Jeremiah 26, verse 4 to 6, In Jeremia 26, Vers 4 bis 6, it says, Thus saith the Lord, if ye will not hearken to me, to walk in my law, which I have set before you, to hearken to the words of my servants the prophets, whom I sent unto you, but ye have not hearkened, then will I make this house, this city, a curse to all the nations of the earth. also wenn ihr nicht auf mich hört, dass ihr nach meinem Gesetz wandelt, das ich euch vorgelegt habe, und dass ihr auf die Worte meiner Knechte, der Propheten, hört, die ich zu euch sende, indem ich mich früh aufmache und sie immer wieder sende, ohne dass ihr bisher auf sie gehört habt, dann will ich dieses Haus wie Silo machen und diese Stadt zum Fluch für alle Völker der Erde. So the requirement from God is, keep my law and hear my prophet. Also Gott sage, wandere in mein Gesetz und höre nach meinen Propheten. But if you do not keep his law, Aber wenn wir sein Gesetz nicht halten, the other divine agencies will be taken away. dann werden auch die Propheten weggenommen. And we can see it in Lamentations chapter 2 verse 9. Und das können wir auch in Klagelieder 2, Vers 9 The sehen. law is no more. Her prophets also find no vision from the Lord. Da sagt es, das Gesetz gibt es nicht mehr und auch ihre Propheten bekommen keine Visionen mehr von Gott. Ezekiel chapter 7 verse 26. Und in Ezekiel 7, Vers 26, Then shall they seek a vision of the prophet, but the law shall perish from the priest and the counsel from the ancients. Unglück über Unglück kommt und eine Schreckensnachricht nach der anderen. Da werden sie vom Propheten ein Gesicht verlangen, aber die Priester haben das Gesetz verloren und die Ältesten den Rat. Where there is no vision, the people perish, but he that keepeth the law, happy is he. Wo es keine Vision gibt, da kommen die Menschen um, aber er, der das Gesetz hält, glücklich ist er, sagt Sprüche 9, Vers 18. So, keep my law, hear my prophets. Also halte mein Gesetz und höre die So the Propheten. law and the prophets go together. Das Gesetz und die Propheten gehen zusammen. Now, many times the children of Israel turn away from the law of God, only to find the prophetic voice silenced as well. Also, ja, oft haben die Kinder Israels sich abgewandt von dem Gesetz Gottes und dann wurde auch ihre prophetische Stimme zum Schweigen gebracht. In times of open disobedience of his law, God used the prophets only to rebuke and to call back, not for counsel or guidance. Also in Zeiten, wo es öffentliche Ungehorsamkeit gab gegenüber sein Gesetz, hat Gott die Propheten nur gebraucht, um zu tadeln oder zurechtzuweisen, um die Leute zurückzurufen, aber nicht für Rat oder Leitung. And we have a very good example of King Saul. Und ein gutes Beispiel ist König Saul. Here Saul went to the witch of Endor. Saul ging nach der Hexe in Endor. Why did he go? Weshalb? 1 Samuel chapter 28 verse 7. In 1 Samuel 28, Vers 7. Then said Saul unto his servants, Seek me a woman
that hath a familiar spirit, that I may go to her and inquire, it says. Also er sagte zu seinen Dienstknechten, suche eine Frau mit einem Geist, ein wahrsagender Geist, dass ich dorthin gehen und von ihr fragen kann. And Samuel said to Saul, Why hast thou disquieted me to bring me up? Und Samuel, so gesagt, hat ihn dann zu Saul gesagt, warum hast du mich beunruhigt und mich kommen lassen? And Saul answered, I am so distressed, for the Philistines make war against me. Und Saul sagte, oh, ich habe so viele Probleme, weil die Philister, die machen Krieg mit mir. And God is departed from me, and answereth me no more, neither by prophets, nor by dreams. Therefore I have called thee, that thou mayest make known unto me what I shall do. Ja, und er sagte, Gott ist von mir gewichen und er antwortet mir nicht mehr. Nicht durch den Propheten, nicht mehr durch Träume. Und deshalb habe ich dich gerufen, dass du mich sagen lässt, was ich tun soll. So God was not communicating with Saul, Gott hat nicht mehr mit Saul kommuniziert. even the prophets. Und auch die Propheten Therefore nicht he went mehr. to the witch of Endor. Und deshalb ging er zu dieser Hexe. So why did the prophets in the New Testament disappear after the 2nd and 3rd centuries? Also warum sind die Propheten in das Neue Testament verschwunden nach 2 oder 3 Jahrhunderte? Now if you look at this timeline, Wenn ihr guckt nach dieser Zeitlinie, in the 2nd century the prophets disappeared in der 2. Jahrhundert verschwanden die Propheten, because they trampled God's law. weil sie auf Gottes Gesetz standen, herumgetrampelt sind. Especially the 2nd and the 4th Und commandment. vor allem auf das 2. und 4. Gebot. Now remember, the requirement of God is what? Und was ist Gottes Gebot? Keep my law Halte mein and Gesetz hear my prophets. und höre meine Propheten. So if one is being trampled, Also wenn auf einen getrampelt the other wird, one is taken away. dann wird das andere weggenommen. And that's the reason after the 3rd century there were no prophets, true prophets. Und das ist der Grund, dass es nach dieser Zeit keine wahren Propheten gab. Is there reason to believe that when the church restores the law and begins to observe the Sabbath again, that God will also restore the gift of prophecy to the church? Gibt es dann Grund dafür zu glauben, dass wenn eine Gemeinde die Gesetze wiederherstellt und wieder den Sabbat anfängt zu halten, dass Gott auch die Gabe der Prophetie wiederherstellen wird in dieser Gemeinde? Yes, after 1844, Ja, das geschah nach truth 1844. was restored, Wurde die Wahrheit the wiederhergestellt, law and the Sabbath. das Gesetz und den Sabbat. And that's how God restored the beautiful spirit of prophecy to the remnant church. Und so bekamen die übrigen, ja, also That- die schöne Gabe der Prophetie wurde die übrigen gegeben. And that gift was manifested through the life and teaching of Ellen White. Und diese Gabe wurde gegeben in das Leben und die Geschriften von Ellen White. Now there have been many attacks on Ellen White Es gab viele Attackierungen auf Ellen White, from within our church also innerhalb unserer and Gemeinde also from other churches. und auch von anderen Gemeinden. And therefore we have to try and test the prophet. Und darum müssen wir die Geisten prüfen. As 1 John chapter 4 verse 1 tells, So wie 1. Johannes 4, Vers 1 sagt. Beloved, believe not every spirit, Geliebten, glaube nicht jeder Geist, but try the spirits, aber prüfe die Geister, whether they are of God, because many false prophets are gone out into the ob world. sie von Gott kommen. Denn es gibt viele falsche Propheten, die in die Welt ausgegangen sind. To the law and to the testimony, if they speak not according to this word, it is because there is no light in them. Zum Gesetz und zum Zeugnis, wenn sie nicht sprechen nach diesem Wort, ist es, weil es kein Licht in ihnen ist. So we can carry out the 9 tests on Ellen White, Also wir können die 9
Punkte prüfen, and Ellen White. she fulfills all these 9 points, Und sie erfüllt all diese 9 Punkte. thus telling us that she is the true prophet. Und so können wir glauben, dass sie eine wahre Prophetin ist. So when you look during the apostolic time and in our time, Also wenn man guckt in die apostolische Zeit und in unserer Zeit, God's true church hat Gottes wahre Gemeinde will be exactly the same as the original in belief and practice. ja, wird genau das Gleiche sein in Glaube und Ausleben. There's a restoration of the law and the Sabbath, Es gibt dann eine Wiederherstellung vom Gesetz und vom Sabbat. and restored the gift of prophecy to the church. Und dann wird auch die Gabe der Prophetie wiederhergestellt in dieser Gemeinde. And then we come to the last point. Und dann kommen wir zum letzten Punkt. The remnant will have the true understanding of the second coming of Jesus Christ. Die übrigen werden das richtige Verständnis haben von das Wiederkommen Jesu Christi. Now, Satan has to counteract. Satan versucht es nachzuahmen So he's come about with this theory, the false theory, the secret rapture. und so hat die geheime Aufnahme Several bedacht. Christians believe in this false theory. Und viele Christen glauben an dieser Theorie. And even movies have been made, Und sogar gibt es Filme, like this one, Left Behind. so wie diese, hinterlassen. But when you investigate more, Aber wenn ihr mehr untersucht, we find that it was because of the Jesuits es war wegen die Jesuiten, who brought about this false theory. die diese falsche Theorie im Umlauf gebracht haben. Not only talking about the Antichrist, Sie haben nicht nur über die Antichrist but gesprochen, also about the secret rapture. aber auch über die geheime Aufnahme. And there is a person by this name, Manuel de Lacunza. Und Manuel de Lacunza, He wrote a pamphlet. hatte ein Pamphlet geschrieben. It's entitled The Coming of the Messiah in Glory and Majesty. Und das heißt, die Kommen der Messias in Herrlichkeit und Majestät. His work was to infiltrate the Protestant churches. Und er sollte die protestantische Gemeinde infiltrieren. And he did that very beautifully. Und er hat das sehr gut getan. He masqueraded as a Protestant. Also er hat eine Maske aufgesetzt und als Protestant hat er And he gehandelt. went by another name. Er gab sich einen anderen Namen. I don't know how you pronounce this. Joan Josapha ben Ezra. Und nannte sich Juan Josafa ben Ezra. And he promoted the secret rapture in the Protestant churches. Und er hat die Geheimaufnahme verkündigt innerhalb dieser Many Gemeinden. Protestants do not know that he's a Jesuit. Und viele Protestanten wissen noch immer nicht, dass er ein Jesuiten But what ist. is the work of a Jesuit? Aber was tut ein Jesuiten? Is to infiltrate. Er infiltriert. So then he came about with his secret rapture. So kam er mit die Geheimaufnahme. And how sad many today are believing in this. Und viele glauben an diese Lehre. Then there's another theory that has been brought about. It's called dominionism. Dann gibt es noch eine, das heißt Dominionismus. Many Christians believe that when Christ comes the second time, Sie glauben, dass wenn Christus wiederkommt, an earthly kingdom will be set up. dass ein irdisches Reich aufgebaut wird. Now the remnant will expound the prophetic books of Daniel and Revelation. Und die übrigen werden die Bücher Daniel und der Offenbarung untersuchen. They will explain the prophecies of Daniel and Revelation. Sie werden die Prophezeiungen von Daniel und Offenbarung erklären. And there's no other church other than the Seventh-day Adventists that can give in-depth knowledge about prophecies. Und es ist wirklich die Gemeinde der Siebentags-Adventisten, die dieses in Tiefgang erklärt. So, just to brush up again, Also um das zusammenzufassen, what were the 7 identifying marks was waren die 7 to Kennzeichen, identify the final remnant church of God? um die übrigen, die letzte Gemeinde Gottes zu identifizieren? It appears after 1798. Es sollte aufkommen nach 1798. It is a minority.
Es ist eine Minderheit, yet most widespread in the world. aber dennoch sehr verbreitet über die ganze You go Welt. to any country, you'll find a Seventh-day Adventist church. Gehe in der ganzen Welt und du wirst eine 7-Tags-Advent-Gemeinde finden. It is apostolic. Es ist When you apostolisch. talk about doctrine and practice, Wenn man über Doktrin, also Lehre und Praxis spricht, it is unpopular. es ist nicht populär. Have the spirit of Sie prophecy. haben die Geist der Weissagung. Keep and teach all the commandments, including the Sabbath commandments. Sie halten und lehren all die Gebote und auch inklusive das Sabbatgebot. Expound the second coming of Jesus Christ Also sie glauben an die Wiederkunft Christi and the prophetic books und auch die prophetischen Bücher and the bearer of God's final message to the world. und auch also die 3 Engel Botschaft. That is the three angels' message. Also was Gottes letzte Botschaft an die Welt ist. Now, God has His people in every church, Gott hat sein Volk in alle Gemeinden, even in every religion. in jeder Religion. Because in John chapter 10, verse 16, Denn in Johannes 10, Vers 16 heißt es, says, Other sheep I have which are not of this fold, ich habe auch noch andere Schafe, die nicht in dieser Herde sind. them also I must bring, Und sie muss ich auch bringen. and they shall hear my Und voice, sie werden meine Stimme hören. and there shall be one fold and one shepherd. Und es wird eine Herde und eine Hirte geben. And therefore in Revelation 18, chapter 18, verse 4, Und deshalb sagt Offenbarung 18, Vers 4, and I heard another voice from heaven saying, ich hörte eine andere Stimme vom Himmel sagen, Come out of her, my people, kommt heraus, mein Volk, that ye be not partakers of her sins, dass ihr nicht teilhabt an ihrer Sünden and that ye receive not of her und plagues. nicht empfangt von ihren Plagen. Very soon God's wrath will fall upon the wicked. Denn ganz bald wird Gottes Zorn auf die Gottlosen fallen. So God's people are in other churches, Gottes Volk befindet sich auch noch in anderen other Gemeinden, religions. in anderen Religionen. and so this appeal goes out to them. Und dieser Aufruf ist an ihnen. And very soon we will meet Jesus face to face. Und bald werden wir Jesus von Angesicht zu Angesicht begegnen. That day is not far. Dieser Tag ist nicht weit weg. You see Jesus coming closer and closer. Wir werden Jesus immer näher kommen sehen. And those who are faithful and true Und diejenigen, die treu sind, will be able to look in the sky können sehen and say, This is our Lord we have waited for, und sagen, das ist unser Herr, auf ihn haben wir and He will gewartet. save us. Er wird uns retten. May God bless you. Möge Gott euch segnen.